Au, Autschi. Aua, Stachelpflanze, ey. Hey Leute, heute mal wieder ein euer Arbeitstag. Ich habe heute ein paar Aufgaben von meiner Gastgeberin bekommen, die ich jetzt über Verlaufe der Woche abarbeiten kann oder im besten Fall heute alles machen kann. Es sind jetzt keine so anstrengenden Aufgaben, ein paar kleine Aufgaben da, ein paar kleine Aufgaben da, aber ich will euch heute mal an meinem Arbeitstag dabei haben wollen. Weil jetzt haben wir ein paar Aufgaben über das ganze Grundstück verteilt. Und dann habt ihr halt auch einen kleinen Einblick, wo ich jetzt gerade bin und was für Aufgaben ich so bekomme. So, damit ihr Bescheid wisst, was ich hier die ganze Zeit eigentlich so treibe. Also, Aufgabe Nummer 1. Die erste Aufgabe ist, direkt neben meiner Hütte hier eine kleine Mauer zu bauen. Hier habe ich schon angefangen zu graben. Und zwar die Erde daran zu hindern, dass sie unter die Hütte rutscht, wenn es stark regnet oder so. Außerdem sollen hier noch Löcher hin, um dort schöne Blumen zu pflanzen. Also fange ich mal erstmal an, hier eine schöne gerade Linie zu graben und dann eine Mauer aus Holz und Stahl zu bauen. Fangen wir mit den Graben an. So, mit dem Ergebnis bin ich jetzt zufrieden. Hier eine sehr gerade Linie. Jetzt müssen wir erstmal das Material dann auch noch dafür suchen. Mir wurde natürlich gesagt, wo das Material zu finden ist. Und zwar bin ich schon zu weit. Wir haben nämlich hier 2 Metallstangen, die schon ein bisschen verrostet sind an der Pflanze hier, um zu verhindern, dass Kängurus drüber hüpfen. Die muss ich nur erstmal rauskriegen. So, eine Seite und die zweite Seite. Gut, dann habe ich erstmal die 2 Seiten, die ich brauche. Und dann noch lange Bretter aus Holz, um dass die Wand auch entstehen kann. Die hole ich mal auch fix, erstmal abmessen. So, Brett gefunden. Und zwar auch schon angebracht. Jetzt muss ich nur noch mit den Metallstangen, die ich dort liegen habe, dieses Brett fixieren, sodass es nicht einfach bei den nächsten Tropfen umfällt. Ich würde dann jetzt auch noch hier, was ich so zu viel Erde weggenommen habe, wieder hinzufügen, sodass das Brett hier auch also ohne Lücke hier gut stehen kann. Und dann zusätzlich kommen die Metallstangen dran. Also, ran ans Werk. So, jetzt habe ich jetzt mal die Stahlstangen erstmal in die Erde reingetrieben. Und jetzt wird erstmal die Erde wieder zurückgehoben. So, ein Wunsch der Hausherrin, ich habe auch extra nachgefragt, ist auf dieser Ebene, die ich jetzt schon fertig habe, noch eine zweite Ebene als Brett zu haben, um die Pflanzen dort drüber wachsen zu lassen. So, ist jetzt noch ein bisschen komplizierter dann geworden. Und zwar muss ich das mit ein paar Winkeln dann fixieren an den anderen Brett, sodass, wie gesagt, schon beim ersten Brett nicht der erste Wassertropfen kommt und das Brett umfällt. So, gehen wir mal daran. So, Aufgabe Nummer 1, fertig. 2 Level auf Holz. Die Winkel sind versteckt. Und ich habe euch jetzt mal den Step mit den Anschrauben erspart, weil, Akku war leer. So, Aufgabe Nummer 2. Wir greifen uns wieder die Schaufel. Und das ist eher so eine langweilige Aufgabe. Und zwar soll ich hier am Rand des Rasens, also jetzt nicht unbedingt hier, aber hier oder hier, also ich soll jetzt hier am Rand des Rasens eine kleine
kleine Spalte graben, sodass man differenziert, hier ist nicht mehr Grundstück und hier ist Grundstück. Da. Und hier ist Grundstück. Und dann kann man hier, wo der Rasen tot ist, Mulch raufhauen. Also kann man Rinde raufhauen. Und dann kann man immer schön sagen, okay, hier ist gesunder Rasen, der ist gut für das Grundstück und hier ist toter Rasen. Und da soll sowieso nichts wachsen. Gut, dann mache ich das mal eben und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe. Howdy. So, die nächste Aufgabe ist fertig. Habe jetzt hier circa eine Stunde rumgegraben, einmal mit Schaufel, einmal mit der Axt. Und ja, meine Meinung ist, dass es ganz gut aussieht. Ich zeige es euch mal. Und zwar kann man ganz gut unterscheiden, wo der tote Rasen ist und wo der gute Rasen ist. In einer schönen Schlängelinie. Und ja, das hat mich halt jetzt schon echt viel Energie gekostet, aber ich wollte das so früh wie möglich machen, solange wie die Sonne noch nicht so richtig knallt. Also eine weitere Aufgabe geschafft. So, meine nächsten Aufgaben sind es mit dem John Dean, mit diesem Gerät hier, diese Heuballen hier runter zu kippen, sodass sie gut verteilt sind. Das ist eine Aufgabe. Dann die nächste Aufgabe ist es, dort die toten Äste auf einen Müllhaufen zu bringen. Die dritte Aufgabe mit John Dean ist, diesen Beet hier leer zu machen und die überschüssige, also alles an der Erde, hinten zu einem Erdhaufen zu bringen, sodass dieser leer ist, dass man den wieder bewirtschaften kann. Das wären jetzt erstmal meine nächsten Treckeaufgaben. Nach dieser anstrengenden Arbeit mit der Schaufel und der Axt würde ich jetzt mich auch erstmal auf den Trecker setzen und gemütlich hin und her fahren. Dann machen wir das mal eben. So, gehen wir direkt mal zur nächsten Aufgabe des Traktors über. Und zwar die Erde zu transportieren aus dem Beet. Dafür greife ich mir mal eine Schaufel und dann geht's zum Ackern. Und zwar von Erde A nach B. So, auf geht's. So, die erste Fuhre ist fertig. Jetzt fahren wir mal zum Dampfhaufen, würde ich sagen. Und lagern die Erde dort hinten. So, springen wir mal auf den John Dean und dann fahren wir in diese Richtung. So, die Aufgabe ist so weitestgehend erledigt. Ich soll das ja sowieso nicht komplett leer machen, sondern in diesem Sinne so leer, wie es halt nur geht. Ne? Und die Pflanzen soll ich ohnehin erstmal in Ruhe lassen. Also ausgraben soll ich die nicht. Jetzt haben wir hier noch eine volle Ladung Erde. Die delivern wir jetzt mal auf die andere Seite des Grundstücks zusammen. Also steigen wir mal auf die John Dean auf. Alles klar. Let's go! 2 Stunden später nach der Mittagspause habe ich jetzt doch die Muse bekommen, weiterzuarbeiten. Obwohl das nicht mal notwendig wäre, weil ich schon mit meiner Arbeitszeit vorbei bin mit 4 Stunden. Aber meine private Arbeitsseele sagt, Arbeit, die ich schon mal gemacht habe, muss auch fertig werden. Deswegen habe ich hier mal so ein Frame gebaut, was hier gerade um die Maschine zu sehen ist. Und die Maschine plus das Frame, also das Gehäuse hier, muss einmal gedreht werden um 180 Grad, um 90 Grad. Das werde ich jetzt noch fix machen und dann bin ich durch für den ganzen Tag. Weil die restlichen Aufgaben, da bin ich mir jetzt wirklich zu schade mit meiner Freizeit. Ich muss ja auch noch dieses Video schneiden. Ne? Alles klar, meine Leute. Dürft ihr noch zuschauen, wie ich das mache.
So, meine Arbeit ist getan. Oh, das Gerät ist gerade ausgegangen. Allerdings will ich euch mal kurz meine Arbeit zeigen. Ist ja euch eh egal, aber für mich ist es wichtig, dass ihr meine Arbeit seht. Und zwar habe ich jetzt das ganze Gerät gedreht, ja, sodass die Geräusche, wenn sie rauskommen aus der Maschine, weil sie an ist, natürlich erstmal in diese Richtung ausstrahlt, wo halt nichts ist. Und dann habe ich noch eine Haube gebaut offscreen, damit der Schlauch da einfach rausgehen kann. Da habe ich ein kleines Stück rausgeschnitten und habe das raufgepackt. Aber das Projekt ist halt so noch nicht fertig. Da kommen jetzt noch Sandsäcke, die rumgepackt werden. Und dann sollte es an sich so soundfest sein, soundsicher sein, wie es eigentlich nur geht, laut meiner kranken Überlegung. Nach einem langen Arbeitstag gehe ich dann auch mal wieder nach Hause und trinke einen Kaffee. Habe halt heute wirklich nur eine Mittagspause gemacht. Jetzt werde ich mich mal ein bisschen entspannen, das YouTube-Video schneiden und euch einen wunderschönen Tag in Deutschland, Indien und was sind noch und Russland, glaube ich. Ich grüße alle meine Leute, die mir zuschauen und möget ihr einen fröhlichen Frühling in Deutschland haben. Bei mir seht ihr ja Winter. Nee, tatsächlich wird es frühmorgens wirklich sehr kalt. Und ich wünsche euch das Allerbeste. Für mich geht's jetzt in die Bude. Und ihr seid für die heutige Folge befreit. Alles klar? Howdy! John Dean.